Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich werde heute eine kleine Ausfahrt machen und zwar Richtung Potsdam und danach noch zum Wannsee und werde ein bisschen das schöne Wetter genießen. Ist momentan noch ein bisschen frisch. Wir haben es jetzt, glaube ich, 9 Grad, aber es werden heute noch 16 oder 17 Grad, also eine ganz angenehme Temperatur zum Fahren. Ich nehme an, ihr seid auch schon in den letzten Tagen ein bisschen mit euren Scootern gefahren oder euren Motorrädern. Der Frühling kommt langsam und ich werde heute mal so ein bisschen die Saison einläuten für mich und die erste kurze Ausfahrt machen, um mich auch ein bisschen vorzubereiten auf die längeren Touren, die ja demnächst anstehen. Da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Aber jetzt nicht viel reden, ein bisschen rumfahren. Viel Spaß dabei. Los geht's. Ich habe mich jetzt so ein bisschen durch den Stadtkern von Potsdam durchgeschlängelt. War ein bisschen Verkehr, das habe ich euch jetzt erspart auf den Aufnahmen. Und jetzt fahre ich zu einem schönen Platz, wo ich regelmäßig immer so als Ziel mal hinfahre. Kann man toll Fotos machen. Da kommen wir gleich an. Da ist immer ganz schön, wenn man eine Tour macht und wenigstens ein Ziel hat, wo man hin möchte. Und das ist oft so mein Anlaufpunkt mit verschiedenen Strecken, die ich dann durch Berlin fahre. Genauso wie für viele natürlich die Spinnerbrücke in Berlin, der Motorradtreff für alle Biker. Und hier vorne, da sieht man es schon, habe ich schon viele Fotos mit meiner Vespa gemacht. Kommt jetzt die Kliniker Brücke. Vielen bekannt. Ehemaliger Übergabepunkt für Spione von Ost und West zu Zeiten der Trennung noch. Und hier ist wirklich schön. Hier hat man einen traumhaften Blick. Und hier halte ich jetzt mal an und werde auch wie immer ein paar Fotos machen. Eine Cola trinken und ein bisschen die Sonne genießen.
So, zurück geht's jetzt eine etwas andere Strecke. Ich mache also so eine Art Rundkurs. Hier bin ich ja über Potsdam gefahren, bis nach Wannsee, Kliniker Brücke. Und jetzt fahre ich zurück über die Havelchaussee. Auch für mich eine der schönsten Strecken, um mal wirklich zu chillen, weil hier darf man nur 30 fahren. Kann da so ganz entspannt hier zwischen den Bäumen und nachher am Wasser vorbeifahren. Eine wirklich schöne Strecke. Schon 1000-mal gefahren wahrscheinlich. Jetzt noch nicht ganz so hübsch, weil die Bäume noch kein Grün tragen, aber das kommt ja bald. Ich werde auf jeden Fall jetzt die Havelchaussee zurückfahren, habe mir gerade ein bisschen Musik auf mein Cardo gemacht. Die Lieblingsplaylist von Spotify. Ach so, vielleicht noch als Info, ich habe ein neues Cardo. Das alte, was ich vorher hatte, hatte ich euch mal vorgestellt. Das war das Freecom 4 Plus. War wirklich gut, relativ flach. Das, was ich jetzt habe, ist das PackTalk Bold von Cardo. Das ist ein bisschen voluminöser, hat aber den Vorteil, es hat ein anderes Verbindungssystem von Fahrer zu Fahrer, nämlich ein DMC. Das ist ein eigenes von Cardo. Das funktioniert auch ein bisschen besser, muss ich sagen, als das Bluetooth-Verbindungssystem, was das Freecom 4 Plus hat. Aber ist ein bisschen voluminöser, hat auch eine Antenne zum Rausmachen, ein bisschen dicker. Aber auf jeden Fall bin ich momentan begeistert. Also wenn man zu zweit fährt mit 2 Fahrzeugen oder mit mehreren, ist das PackTalk Bold ein bisschen im Vorteil, weil es eine bessere Reichweite und auch bessere Verbindungsqualität hat. Jetzt, wie gesagt, hier, man sieht es an der Seite, habe ich jetzt das etwas größere dran. So, jetzt fahre ich noch ein bisschen Havelchaussee. Ihr könnt mich noch ein bisschen begleiten. Ich mache ein bisschen Musik an, für euch auch. Viel Spaß. Hier ist jetzt auch noch ein ganz schöner Spot. Das ist der Grunewaldturm. Daneben noch ein Restaurant, wo man dann auch im Sommer was trinken und was essen kann. Schönes Ausflugsziel. Ja, das war's für heute mit dem kurzen Video in meiner Ausfahrt in Berlin Richtung Potsdam, Kliniker Brücke, Wannsee und jetzt wieder zurück über die Havelchaussee. Macht wie immer Spaß. Wir haben heute tolles Wetter, auch relativ wenig los, wie man sieht auf der Straße, was ganz angenehm ist, aber ich bin auch früh losgefahren. Und jetzt geht es wieder zurück. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter auch ein bisschen.
Ich muss noch ein bisschen warten, bis meine Touren losgehen, denn nächste Woche wird es schon wieder etwas unbeständig. Da haben wir schon wieder nur noch, ich glaube, 8 Grad oder so und dann auch noch Regen. Und ich möchte diesmal ganz gerne schönes Wetter haben, dass es auch warm ist und angenehm. Aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es wird bald losgehen und ich sage euch dann natürlich auch wohin. Und bis dahin, bitte einen Daumen nach oben hinterlassen, bleibt gesund, fahrt vorsichtig, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao.